Murdochs Musikminute. Heute mal mit ein bisschen was Speziellerem. In Zeiten des Internetstreamings und der Uploads sind chronologische Reihenfolgen bzw. wann man sich welchen Inhalt ansieht, ja eigentlich völlig belanglos geworden. Für mich persönlich aber ist das trotzdem die sage und schreibe 10. Ausgabe auf meinem Kanal Murdochs Musikminute. Also sozusagen, zumindest für mich persönlich, egal ob ihr jetzt alle Videos und in chronologischer Reihenfolge gesehen habt, für mich persönlich ein kleines Jubiläum. Und zu diesem Anlass habe ich mir überlegt, mache ich mal ein bisschen was anderes als die bisherigen Albenbesprechungen. Was könnte da besser zu diesem Anlass passen als das obligatorische Ranking der Beatles-Alben? Die Königsklasse sozusagen oder Pflichtübung für jede und jeden, die das irgendwie über Rock- und Popmusik auf YouTube redet. Gleichzeitig stellt sich dann natürlich gleich die Frage, was kann man da noch beitragen? So ziemlich jeder plus seine Adoptivtante hat ein eigenes Beatles-Ranking auf YouTube. Also entweder man wiederholt eigentlich die Konsensmeinung und schließt sich in seinem Ranking den üblichen Rankings an, oder man versucht verkrampft interessant zu sein, hängt sich sehr weit aus dem Fenster, indem man ein Ranking erstellt, das so absolut der Mehrheitsmeinung, was die Beatles-Alben betrifft, widerspricht. Sozusagen, ich setze jetzt einfach mal das Album With the Beatles bei mir auf Platz 1. Also die Herausforderung ist groß. Dennoch einfach für mich als Jubiläum zum Spaß, um auch noch einmal sozusagen einfach durch die Beatles-Alben für sich zu gehen, präsentiere ich euch einfach, ob ihr wollt oder nicht, mein persönliches Ranking der Beatles-Studioalben. Jetzt auch noch zum technischen Vorgeplänkel. Welche Alben zählt man jetzt dazu? Auch da gibt es manchmal Diskussionen. Natürlich nicht gewertet habe ich hier Compilation-Alben, obwohl es einige Compilations gibt, auf denen Beatles-Nummern enthalten sind, die man praktisch sonst nirgendwo anders findet, es sei denn, man hat sich damals Vinyl-Singles gekauft. Ich meine hier also die Compilations Past Masters oder auch die Anthology-Reihe. Die nehme ich jetzt hier nicht mit auf ins Ranking. Auch rausgestrichen, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen provokanter, habe ich für mich das Album Yellow Submarine. Viele werten das mit, wenn sie Rankings machen. Es ist ein Soundtrack-Album. Natürlich sind einige Nummern drauf, die es nur auf diesem Soundtrack-Album gibt. Aber jetzt kann man auch wiederum argumentieren, dass zumindest die zweite Hälfte dieses Albums eigentlich nur aus George Martin Orchesterstücken besteht. Ja, kann man jetzt so oder so werten. Für mich persönlich ist es kein richtiges Beatles-Album, obwohl es natürlich zum Beatles-Kanon gehört. Und, um die Diskussionen jetzt noch mehr anzuheizen, dafür wiederum nehme ich in mein Ranking auf das Album Magical Mystery Tour. Auch da kann man jetzt streiten. Im Grunde ist das auch ein zusammengestoppeltes Album aus einigen Single-Tracks und dem Soundtrack zum Film Magical Mystery Tour. Ursprünglich sowieso nur als EP erschienen und dann für den amerikanischen Markt auf ein Album aufgebläht. Für viele Fans hat sich aber, wie auch für mich, sozusagen im Lauf der Zeit etabliert, dass man dieses Album irgendwie doch zum klassischen Kanon der Beatles-Studioalben dazu zählt. Es gibt natürlich einige Beatles-Kenner, die das jetzt sehr streng und anders bewerten würden. Nehmt es so zur Kenntnis, Magical Mystery Tour ist bei mir im Beatles-Studio-Album-Ranking mit dabei. Ja, und um es jetzt nicht ganz schnöde zu machen und sozusagen einfach Countdown-mäßig meine Plätze durchzugehen, habe ich mir überlegt, ich mache es ein bisschen anders, indem ich einfach jetzt einmal die Alben chronologisch ganz kurz durchspreche und euch dann am Ende sehr schnell eine Rankingliste gebe,
wo ich jetzt diese einzelnen Alben für mich persönlich unterbringe. Und hier auch nochmal das Stichwort persönlich, wie auch viele andere YouTube-Kritiker, Musikpäpste, Päpstinnen immer wieder betonen, das ist meine persönliche Meinung. In keinem Fall bilde ich mir ein, die objektive Beatles-Liste aller Zeiten zu präsentieren. Was ich für das beste Beatles-Album halte, ist eben mein persönlicher Favorit. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass nicht andere Leute das anders hören und sehen können. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, werdet vielleicht dazu animiert, euch selber die Beatles-Alben mal wieder anzuhören oder überhaupt einmal zu beginnen, etwas tiefer in die Diskografie der immer wieder und noch immer umjubelten Beatles einzutauchen. Ja, da rücke ich doch gleich mal ein Stückchen zur Seite, damit man wenigstens ein bisschen Beatles-Flair in diesem Video hat. Und zur sozusagen 10. Jubiläumsausgabe von Murdochs Musikminute lasse ich einmal einen sozusagen imaginären Champagner knallen. Man sieht, ich habe mich unglaublich schlecht vorbereitet für diese 10. Ausgabe. Und wir beginnen mit der Beatles Studio-Diskografie. Das erste Studioalbum der Beatles erschien, ich habe es tatsächlich noch einmal nachschauen müssen, weil für mich persönlich irgendwie immer so im Hinterkopf ist das Jahr 1962, stimmt aber gar nicht. Die erste Beatles-Single erschien 1962, das Debütalbum Please Please Me erschien allerdings 1963. Also, erstes Beatles-Album Please Please Me. 1, 2, 3, 4. Ja, auf diesem ersten Album klingen die Beatles nach genau dem, was sie damals waren. Eine Gruppe von Jungspunden mit wahnsinnig viel Energie, die sich irre freuten, ein ganzes erstes Album aufzunehmen. Das Album ist soundmäßig doch noch sehr verhaftet in, kein Wunder, den frühen 60ern, aber irgendwie auch noch so ein bisschen meiner Meinung nach teilweise im Klang der späten 50er Jahre. Liegt vielleicht auch daran, dass die Beatles hier einige Coverversionen auch mit draufgepackt haben. Ein paar davon recht interessant, einige relativ ungewöhnlich obskur, schon in diesem frühen Stadium der Band, zum Beispiel der Song A Taste of Honey, irgendwie so ein bisschen eine 50er Jahre Schnulze, die ich persönlich aber ganz spannend und atmosphärisch finde. Auf der anderen Seite haben wir hier den klassischen Mercy-Sound, den die Beatles ja im Grunde prägten oder mit erfunden haben. Und auch schon einige richtige frühe Beatles-Kracher, wie zum Beispiel gleich den Album-Opener I Saw Her Standing There. Also das zieht einen wirklich auf die 60er Jahre Tanzfläche. Oder auch natürlich die Single Please Please Me oder Love Me Do. Das war auch die erste Beatles-Single. Ich persönlich mag diesen Song sogar etwas lieber als das viel erfolgreichere Please Please Me, aber ja, das ist einfach persönlicher Geschmack. All my loving, I will send to you. Album Nummer 2 wurde ziemlich schnell hinterhergeschoben, erschien auch noch im Jahr 1963. Viele Fans bekritteln auch öfter, dass das Album relativ mit der heißen Nadel gestrickt wirkt. Dem kann ich nicht so ganz zustimmen. Persönlich finde ich, dass hier das Songwriting der Beatles, wenn auch nicht mit Riesenschritten, aber doch schon spürbar vielseitiger wird. Natürlich sind auch auf diesem Album noch recht viele Coverversionen drauf. Das war ja grundsätzlich nicht unüblich für die Popmusik bis Mitte der 60er Jahre, dass Bands sehr oft einige eigene Originalsongs hatten und die Alben dann sozusagen ein bisschen ausstaffiert wurden, dann noch mit mehr oder weniger inspirierten Coverversionen. Ist auf With the Beatles auch der Fall. Ganz wichtig noch zu erwähnen ist das ikonische Cover dieses Albums, in strengem Schwarz-Weiß gehalten, und hier sieht man die Beatles auch mit ihren klassischen Pilzkopf-Frisuren. Ja,
Viele Hits gibt es auf dem Album vielleicht nicht so, aber trotzdem gibt es hier weiter oder wieder klassischen Mercy Beat Sound. It Won't Be Long ist eine typische Nummer für die frühen Beatles. I Wanna Be Your Man, was die Beatles dann ursprünglich für die Rolling Stones schrieben, ist hier auch in einer Beatles-Fassung drauf. Ringo Starr singt. Ich persönlich mag diesen Song wirklich. Ja, er ist ein bisschen repetitiv und einfach gehalten, aber bringt einfach toll diese früh 60er Jahre Beat-Energie auf den Punkt, um die es in der Musik der Beatles ja ging. Bei den Coverversionen fällt auf, dass With the Beatles so ein bisschen einen Soul-R&B-Einschlag hat, den man so von den Beatles dann, finde ich, nicht mehr so gehört hat. Please Mr. Postman ist auf diesem Album enthalten, eine recht bekannte Coverversion der Beatles, war ursprünglich ein Motown-Hit und damals, als das Album With the Beatles rauskam, eigentlich auch noch ziemlich aktuell. Also die Band hat sich nicht hier irgendwelche ollen Kamellen rausgesucht, sondern fast tagesaktuelle Hits einfach in ihren Beatles-Sound übertragen. Genauso der Song You Really Got a Hold on Me. Auch eine klassische Soul-Nummer eigentlich. Finde ich persönlich ganz spannend und ja, ohne mein Rating vorwegnehmen zu wollen, dieses zweite Album der Beatles finde ich persönlich tatsächlich sehr unterschätzt. Schauen wir, was das Album Nummer 3 war und euch fällt jetzt wahrscheinlich schon auf, in meiner Wertung der Studioalben lasse ich die US-Releases, die oft eigentlich Compilation-Alben waren und so aus mehreren Original-Beatles-Veröffentlichungen so zusammengesetzt wurden, lasse ich auch aus. Große Ausnahme eben Magical Mystery Tour. Soweit sind wir aber noch nicht. Stattdessen kommen wir ins Jahr 1964 und da erwartet uns das dritte Beatles-Album A Hard Day's Night. A Hard Day's Night ist eindeutig Beatlemania auf ihrem Höhepunkt. Das Album besteht zur Hälfte aus dem Soundtrack für den gleichnamigen Beatles-Film A Hard Day's Night. Das war ihr erster richtiger Kinofilm. Damals wurden die Kinos natürlich gestürmt und teilweise auch auseinandergenommen bei den Vorführungen. Der Film ist so richtig früh 60er Humor und klassisch, was man mit den frühen Beatles wahrscheinlich verbindet. Es ist putziger, drolliger, ziemlich überdrehter Humor. Drehbuch schien es irgendwie nur so ein halbes gegeben zu haben. Sehr vieles wirkt improvisiert. Es gibt viel Wortwitz und Blödeleien, aber auch ein bisschen Slapstick. Wenn man sich das Ganze heute ansieht, denkt man sich, mein Gott, wie kann sich eine sozusagen ernstzunehmende Popband dermaßen zum Affen machen? Also wenn moderne Pop- oder Rockbands so auftreten würden, wären sie wahrscheinlich ihr gutes Image gleich los. Damals war das worauf sozusagen der junge Markt, die jungen Zuschauer ansprangen und das wurde auch erwartet, dass hier einfach so pure alberne Lebensfreude vermittelt wird. Also jedenfalls fasse ich diesen Film so auf. Ich mag den Film Help ein bisschen lieber, aber wer einfach wissen will, sozusagen, was Beatlemania war, der sollte sich A Hard Day's Night unbedingt einmal anschauen und auch überhaupt so dieser 60er Jahre Spirit. Zum Album selbst. Viele werden es wissen, es ist das erste Album, auf dem sich tatsächlich nur Eigenkompositionen der Beatles befanden. Das hebt es schon mal allein von den ersten 2 Alben ab. Aber auch das Songwriting macht hier einen für mich Riesenschritt nach vorne. Man bekommt einen tollen 60s Beat-Hit nach dem anderen um die Ohren geschlagen. Der Titeltrack A Hard Day's Night ist für das Jahr 1964 quasi schon Hard Rock. Also da ist sehr viel Energie im Spiel. Die elektrischen Gitarren werden ein bisschen aggressiver vom Klang. And I Love Her ist eine wunderschöne Paul McCartney-Ballade. Die Hitsingle Can't Buy Me Love ist auch auf diesem Album. Aber auch die Albumtracks, also die nicht als Singles veröffentlicht wurden, sind großartige Beispiele von
tollem 60er Jahre Gitarrenpop. Noch im selben Jahr blickten die Beatles dann ein bisschen konfus und müde vom Cover ihres 4. Albums, für das sie auch extrem wenig Zeit hatten, Beatles for Sale. Der Titel wirkt irgendwie auch ein bisschen ironisch bis schon fast sarkastisch. Die Beatles fühlten sich tatsächlich ausgelaugt und unter Druck. Beatlemania war auf dem Höhepunkt, Fernsehauftritte, Live-Auftritte, Pressetermine. Einer jagte den nächsten. Die Jungs kamen also wirklich überhaupt nicht mehr zur Ruhe, wurden tatsächlich von schreienden Fanhorden verfolgt, eigentlich Tag und Nacht. Und dann sollten sie innerhalb kürzester Zeit auch noch dieses 4. Album raushauen. Man merkt diesem Album an, dass sie ein bisschen ausgelaugt waren. Sie hatten auch nicht wirklich Zeit, genügend offensichtlich qualitativ hochwertiges Material selbst zu schreiben und griffen daher zurück auf den Stil der ersten 2 Alben. Es gibt sozusagen zur Hälfte Originalsongs und die zweite Hälfte der Songs, also nicht die ganze zweite Seite, sondern einfach 50% der Songs sind Coverversionen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt ja auch tolle und spannende Covers. Beatles for Sale ist so ein bisschen ein Album, auf dem man merkt, dass die Fab Four tatsächlich neue Wege suchten, aber noch nicht so ganz die Energie hatten, eine Formel zu finden, wie es denn weitergehen soll. Die Originalsongs auf diesem Album sind durchwegs gut bis wirklich gut. Der bekannteste Track auf dem Album ist 8 Days a Week, aber auch sowas wie Every Little Thing She Does von Paul McCartney zeigt schon, dass sich der Sound der Band in schnellen Schritten verändern würde und ein bisschen mehr sophisticated wurde. Leider sind die Coverversionen auf diesem Album teilweise wirklich, muss ich sagen, vergessenswert. Mr. Moonlight wirkt eher wie eine Novelty-Nummer, wo die Beatles das auch nicht so ganz ernst genommen haben. Das Album ist durchwachsen. Es kann aber nicht natürlich jedes Album eine Großtat sein, auch nicht bei einer Band wie den Beatles. Und hier gab es eben sozusagen mal vielleicht einen kleinen Durchhänger oder eine notwendige kreative Verschnaufpause auch, bis wir jetzt zu den Alben der Mit-60er Jahre kommen. Und hier wird es jetzt dann richtig spannend. 1965 erschien der erste Farbfilm mit den Beatles, das fast noch überdrehtere Help, also noch überdrehter als A Hard Day's Night. Im Vordergrund steht aber ein tatsächlicher Hilfeschrei, geschrieben von John Lennon, der Song Help. Und auch der Film hieß so und natürlich auch das dazugehörige Album. Help, I need somebody. Help. Help ist quietschbuntes 60er Jahre Kino, völlig überdreht, ziemlich gaga und einfach hemmungslos albern. Man muss sich in diese 60er Jahre Humorstimmung versetzen, aber dann ist dieser Film eine wahre knallbunte Freude. Das dazugehörige Album ist, wie praktisch alles von den Beatles, ebenfalls extrem empfehlenswert. Im Songwriting deutet sich hier schon an, was man auch schon ganz leicht auf Beatles for Sale gehört hat, nämlich dass die Beatles mit dem Songwriting stärker experimentieren, also vom klassischen Mercy-Beat, also sehr gerade durchgespielt und noch am Rhythm und Blues orientierten Sound, immer stärker weggehen und auch immer stärker Folk-Elemente in die Musik mit einbauen. Es gibt viel mehr akustische Instrumente, reine Akustikballaden wie das grandiose You've Got to Hide Your Love Away. Hier ist auch der immer wieder oft zitierte Kontakt zu Bob Dylan natürlich ausschlaggebend gewesen. Ja, das Album Help hat ein ebenso ikonisches Plattencover wie ganz viele andere Beatles-Alben auch. Die Jungs stellen hier in einer Art
Flaggenalphabet das Wort Help da. Stimmt allerdings gar nicht, habe ich mal gelesen. Wenn man das übersetzt, kommt scheinbar irgendein Kauderwelsch raus. Also diese Körpersprachensymbole, die die Beatles auf dem Cover vormachen, ergeben offensichtlich nicht das Wort Help. Macht nichts, sieht trotzdem total cool aus. Zu den Songs. Help ist natürlich ein bekannter Klassiker, den man auch heute noch öfter mal im Frühstücksradio genießen darf. Und andere Beatles-Großtaten, die man auf diesem Album findet, sind zum Beispiel das etwas schwerfällige und schon so ein bisschen protopsychedelische Ticket to Ride oder auch die Überballade Yesterday. Die zweite Seite von Help kann nicht so ganz mithalten mit der A-Seite, insgesamt aber auch hier einige wirklich entdeckungswürdige Beatles-Songs. Und ja, im Großen und Ganzen ist das hier ein ganz tolles, klassisches, schön in sich abgerundetes Beatles-Album. Beep, 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 yeah! Beep, beep. Noch immer im Jahr 1965 und wir sind schon beim 6. Studio-Release der Fab Four aus Liverpool. Also 6 Alben in 3 Jahren, das ist schon ein ordentliches Tempo und es ist wirklich erstaunlich, mit welch hoher Qualität die Beatles trotzdem noch Songs produzierten. Rubber Soul ist ein spezielles Album für viele Fans im Beatles-Kanon. Es gilt für viele als das erste durchgängig perfekte Beatles-Album. Es gilt gleichzeitig auch als eine Art Übergangsalbum zwischen eben diesem noch beatlastigen Sound der Beatles hin zu dem späteren Werk der Beatles, das dann ja sehr stark psychedelisch wurde und auch das definierte, was dann ab Mitte der 60er nicht mehr als Beat Music, sondern eben als Rockmusik bezeichnet wurde. Ja, wenn wir auf dem letzten Album schon wirklich absolute Klassiker hatten, wie eben Ticket to Ride oder Yesterday, dann gibt es auf Rubber Soul noch größere Klassiker, vielleicht, kann man jetzt argumentieren. Auf diesem Album zum Beispiel enthalten ist das wunderschöne, nachdenkliche, bittersüße Stück In My Life, das vom Titel her vielleicht nicht so bekannt ist, aber wenn man es hört, die meisten Leute kennen diesen Song. Andere Hits auf dem Album, das um einiges ruppigere, rockige Drive My Car oder auch die mit Sitar versehene Ballade, Akustikballade, die allerdings einen recht sarkastischen Unterton hat und die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, Norwegian Wood. Auch auf diesem Album, ich kann jetzt nicht alle Songs durchgehen, eine meiner George Harrison Lieblingsnummern, das sehr janglige, mit tollen Harmonie-Vocals ausgestattete If I Needed Someone. Wird nicht sehr oft erwähnt, aber wer diese Nummer nicht kennt oder generell sich mal mehr auf George Harrison als Songwriter konzentrieren möchte, dem sei diese Nummer sehr ans Herz gelegt. Auch das Albumcover ist sehr bekannt. Es ist eines der ersten Plattencover in der Rock- und Popgeschichte, auf dem nicht der Name der Band zu finden war. Also es steht nur Rubber Soul drauf. Man sieht die 4 Gesichter der Beatles in so einer leicht verzerrten, aus einem etwas merkwürdigen Winkel aufgenommenen Perspektive. Und man ging eben davon aus, die Gesichter sind mittlerweile so bekannt, da müssen wir gar nicht mehr Beatles draufschreiben. Weiß ohnehin jeder, wer diese Band ist. Ja, die etwas eigenartige optische Gestaltung veranlasste dann auch Spekulationen darüber, dass dieses Album sehr deutlich zwischen den Zeilen auf Drogen und auch Drogenkonsum innerhalb der Band anspielen sollte. Ganz ehrlich, wer hat Mitte der 60er nicht irgendwas geraucht, der in der Musik unterwegs war? Egal, früher war das natürlich noch einen Aufreger wert. Was heute zählen sollte, sind die Songs und die sind wirklich allesamt auf Rubber Soul
mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen grandios. Look at all the lovely people. Ja, jetzt kommen wir zu Album Nummer 7, Revolver. Ein Album, das ich auf meinem Kanal schon reviewed habe, war interessanterweise das erste Video dieser Art auf meinem Kanal. Wer sich also sehr ausschweifendes Geschwafel meinerseits zum Album Revolver noch einmal ansehen möchte, der kann sich dieses Video noch einmal raussuchen. Ja, Revolver ist eindeutig ein Rock-Pop-Album. Hier kann man jetzt nun wirklich nicht mehr von Beat-Musik sprechen. Es ist auch ein Album, das eindeutig schon in Richtung Psychedelik geht und ist vom Songwriting her noch abenteuerlicher, noch risikofreudiger als das Vorgängeralbum Rubber Soul. Die Folk-Elemente sind hier wieder sehr stark in den Hintergrund gerückt und stattdessen gibt es wieder mehr elektrische Gitarren und eben einen Sound, den man schon als klassische Rockmusik bezeichnen könnte. Die Beatles bleiben aber sehr konzise und sehr auf den Punkt gebracht, was das Songwriting anbelangt. Also die Stücke sind allesamt sehr kurz. Strophe, Refrain, vielleicht noch einen Mittelteil. Das klingt jetzt vielleicht eigentlich doch wenig aufregend, sehr formelhaft, aber was für tolle Songperlen die Beatles auf diesem Album versammelt haben, das muss man sich einfach anhören, um es zu glauben. Hits hat dieses Album oder bekannte Hitsingles hat dieses Album interessanterweise kaum. Man kennt vielleicht noch die Streicherballade Eleanor Rigby. Die ist auf der einen Seite wunderschön und auf der anderen Seite von der Atmosphäre her extrem melancholisch und auch vom Text sehr berührend, ja fast ein bisschen deprimierend. Und dann noch den Kinderlied Sing-Along, Pseudo-Psychedelic-Track Yellow Submarine, der später titelgebend werden sollte für den Beatles Zeichentrickfilm Yellow Submarine. Alle anderen Songs wird man auf Hit-Compilations eigentlich nicht finden. Sie sind aber allesamt wirklich hörenswert. Vom Opening-Track Taxman, geschrieben von George Harrison, über Feel-Good-Hits wie Good Day Sunshine, die wunderschön romantische Ballade Here, There and Everywhere und natürlich den Psychedelic-Klassiker Tomorrow Never Knows. Ja, dass es bei den Beatles immer anspruchsvoller wurde, war wohl spätestens seit Revolver klar. Nichts konnte aber wahrscheinlich damals die Zuhörerschaft auf das Nachfolgealbum vorbereiten, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das ist das vielleicht ikonischste Album der 60er Jahre. Allein von der Covergestaltung, jeder, wage ich jetzt einmal zu behaupten, der sich irgendwie am Rande mit Pop- und Rockmusik der Vergangenheit beschäftigt, selbst wenn er die Beatles nicht gut kennt oder das Album auch noch nie ganz gehört hat, kennt wahrscheinlich dieses Albumcover. Die Musik der Beatles wurde noch farbenfroher, noch psychedelischer und mit Sgt. Pepper's gelang der Band auch, oder erfand die Band sozusagen auch eins der ersten Konzeptalben der Pop- und Rockgeschichte, obwohl auch dies kontrovers behandelt wird bis heute. Das Konzept bei Sgt. Pepper's ist eigentlich in Anführungszeichen nur, dass die Band in die Rolle einer anderen Band geschlüpft ist, nämlich der Fantasieband Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die Idee dahinter war ein bisschen, sich sozusagen aus dem eigenen Korsett des eigenen Stils zu befreien und sozusagen sich den Hut aufzusetzen. Wir sind jetzt einfach mal eine andere Band und sind somit noch viel freier in der Gestaltung unserer Musik und im Songwriting. Ein anderes thematisches Konzept gibt es bei Sgt. Pepper eigentlich nicht. Ich kann es jedenfalls nicht entdecken. Am Ende des Tages ist es genau wie die anderen Beatles-Alben einfach eine Sammlung ganz toller
Pop- und Rock-Songs, die aber jetzt inhaltlich nicht irgendwie miteinander verbunden sind. Wir sind hier also noch weit entfernt von Konzepten, wie es sie dann später im Progressive Rock gab, dass hier also ganze durchgehende Handlungen im Sinne einer Rockoper erzählt werden oder man sich zum Beispiel an literarischen Vorlagen orientiert hat. Nein, das ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nicht. Ich möchte hier aber nicht die Streitfrage beantworten, ob es jetzt ein klassisches Konzeptalbum ist oder nicht. Was letztendlich zählt, ist die Musik. Und die ist auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tatsächlich schon richtig psychedelisch. Der Titeltrack rockt für Beatles-Verhältnisse ziemlich drauf los. Es gibt eine völlig indisch gehaltene Nummer von George Harrison. Es gibt klassisch britische Psychedelik in Form von John Lennons Being for the Benefit of Mr. Kite, das wahrscheinlich auch die frühen Pink Floyd inspiriert haben dürfte oder, naja, eigentlich mehr oder weniger zeitgleich rauskam. Also wer da wen befruchtet hat, ist wahrscheinlich heute nur mehr schwer zu sagen. Aber das klingt schon sehr, sehr psychedelisch. Dann haben wir lustige Uptempo-Poprock-Nummern wie Lovely Rita und für viele einen der Beatles-Klassiker schlechthin, ein Meisterwerk des Songwritings, wobei hier sozusagen zwei Songs ineinander geschachtelt wurden. A Day in the Life. Es ist das letzte Stück auf dem Album und endet mit einem fast unendlich wirkenden, heftig niedergehämmerten Klavierakkord. Wer nach diesem Album dann aus der Trance wieder erwachte und die bunte Uniform schon wieder ausziehen wollte, die die Beatles auf diesem Album tragen, hatte sich ein bisschen zu früh gefreut oder war einfach zu schnell, denn dann folgte das Album Magical Mystery Tour und das ist aus meiner Sicht beinahe noch psychedelischer als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Auch Magical Mystery Tour ist sozusagen Regenbogenfarben zum Quadrat. Allerdings durchweht hier teilweise so ein merkwürdiger Dunst die ganze Musik. Es ist tatsächlich das aus meiner Sicht psychedelischste Album der Beatles und wie schon am Anfang dieses Videos Länge mal Breite ausgeführt, war es ursprünglich gar kein Album, sondern erschien nur als EP. Magical Mystery Tour war ein Fernsehfilm, der von den Beatles produziert wurde und ja, nach einem quasi ungestoppten Höheflug so ein bisschen sowas wie der erste richtige Flop für die Beatles. Der Film kam gar nicht gut an. Ich habe ihn einmal ganz gesehen und muss auch sagen, es ist etwas schwierig, diesen Film sozusagen ungetrübt in voller Länge zu genießen. Er ist sehr konfus, hat wenig Handlung. Es geht, glaube ich, eher so darum, wie die Bilder wirken. Einige Szenen sind sehr lustig und andere ziehen sich einfach irgendwie hin. Das Ganze ist tatsächlich wie eine Art zur Fernsehsendung gewordener Drogentrip. Die Musik hingegen, wie immer, ganz grandios. Der Titeltrack Magical Mystery Tour ist so eine Art Aufbruchsfanfare in die psychedelische Welt der Beatles 1967. Ein Stück, das ich sehr, sehr gerne mag. Weitere Hits, die auf diesem Album versammelt sind, sind die ursprünglich als Single erschienenen Penny Lane und Strawberry Fields Forever. Für viele die größte und beste Beatles-Single aller Zeiten. Ja, und für den amerikanischen Markt wurde aus dieser EP dann ein ganzes Album gemacht, in dem noch einige unveröffentlichte Stücke der Beatles auf die B-Seite gepresst wurden, um ein ganzes Album zu erzeugen. Und während ich persönlich normalerweise die für den US-Markt extra entwickelten Beatles-Alben relativ furchtbar finde, weil sie eben die Original-Releases einfach zerstückeln und so Compilations von verschiedenen Alben
darstellen, finde ich dieses Konzept bei Magical Mystery Tour eigentlich perfekt, weil insgesamt kommt ein wundervolles Psychedelic-Album dabei heraus, das die Beatles eben auf dem Höhepunkt ihrer psychedelischen Jahre in der Zeit 1966 bis 68 zeigt. Ganz anders wurde es dann mit dem nächsten Album. Da wurde alles noch größer und in die Breite gezogen, denn es wurde gleich ein Doppelalbum. Die Beatles hatten mit einigen persönlichen Schwierigkeiten oder auch Rückschlägen zu kämpfen. Die Beziehung oder besser gesagt die Ehe von John Lennon ging langsam aber sicher in die Brüche. Sie hatten ihren Manager im Jahr zuvor durch einen plötzlichen Todesfall verloren. Und wie gesagt, das Magical Mystery Tour Projekt war ein bisschen ein Flop. Die Beatles fühlten sich recht auf sich allein gestellt. Und ja, es war so ein bisschen die Frage, wohin soll es gehen, künstlerisch oder auch überhaupt mit der Band. Man zog sich zurück nach Indien zu einem Meditationsseminar, an dem auch unter anderem Mitglieder der Beach Boys oder der Folk-Popper Donovan teilnahmen. Also eigentlich ein Stelldichein der Größen der damaligen Hippie-Bewegung. Und nach all dem psychedelischen, eben sehr farbenfrohen Vierlefanz war die neue Formel dann auf einmal sozusagen Minimalismus. Denn das nächste Album war schlichtweg The Beatles betitelt und ist ikonisch geworden durch sein völlig schlichtes weißes Cover. Wird daher auch oft einfach nur als das weiße Album bezeichnet. Was dieses Album eben noch besonders macht, ist, dass es allerdings ein Doppelalbum ist, also knallvoll mit Songs der einzelnen Beatles-Mitglieder. Und ich betone extra einzelnen, denn auf diesem Album hatte man dann so zum ersten Mal das Gefühl, dass hier wirklich eher 4 Einzelkünstler am Werk waren und nicht mehr eine in sich geschlossene Band. Auch auf den vorherigen Alben konnte man meistens immer unterscheiden, ob ein Song eher von Paul McCartney oder von John Lennon geschrieben war oder natürlich von George Harrison, allein am Gesang. Aber auf dem weißen Album kommt das noch viel stärker zum Tragen. Das Album ist ein Füllhorn an unterschiedlichsten Ideen, von kleinen akustischen Songskizzen über absurde Experimente, Scherzlieder bis hin zu durcharrangierten, sozusagen fertig komponierten und produzierten Pop- und Rock-Songs. Es ist chaotisch, in sich überhaupt nicht kohärent und genau das macht es aber zu dem, was es ist. Dieses Album sollte auf jeden Fall jeder Rockmusik-Fan mindestens einmal in seinem Leben hören und ich wette, wenn man es einmal gehört hat, wird man es auch immer wieder hören, auch wenn einem vielleicht nicht alle Songs auf diesem Album gefallen. Es startet mit einer Beach Boys Persiflage / Hommage von Paul McCartney, Back in the USSR, das sozusagen die Idee von California Girls ein bisschen verballhornt und gleichzeitig auch eine Verbeugung Paul McCartneys vor dem Genie der Beach Boys, Brian Wilson, ist. Es geht weiter mit nachdenklich introvertierten Rocksongs wie dem wunderbaren Dear Prudence oder der Akustikballade Julia. Es gibt sehr eigenartige, fast schon an Monty Python gemahnende Songs wie Piggies oder Why Don't We Do It in the Road. Es gibt den berühmten Rockkracher Helter Skelter und auch fast schon nervige Popsongs wie Obladi, Oblada und es gibt auch Revolution Number 9. Eine avantgardistische Soundcollage, die einfach jenseits von Gut und Böse ist. Ich möchte nicht einmal sagen, ob das jetzt ein Geniestück oder einfach furchtbarer Müll ist. Was es auszeichnet, ist allein die Chuspe, die die Beatles hatten, so ein Stück einfach mal auf ihr Album zu pressen. Dennoch
Was eben das weiße Album für viele auch ist sozusagen der Anfang vom Ende der Beatles. Wie schon erwähnt, es wurde oft solo oder gleichzeitig an unterschiedlichen Songs in getrennten Studios gearbeitet. Und man hat den Eindruck, so recht als Band haben sich die Beatles seitdem oder auch danach nie mehr wieder so wirklich zusammengefunden. Dennoch, es kamen noch 2 ebenso ikonische Alben nach, bis sich die Band dann leider im Jahr 1970 offiziell auflöste. Abbey Road, jetzt wird's kompliziert. Von der chronologischen Reihenfolge der Aufnahmen her ist Abbey Road eigentlich das letzte Beatles-Album. Es wurde allerdings als vorletztes Album veröffentlicht. Als die Beatles sich zu den Sessions für Abbey Road noch einmal zusammenfanden und scheinbar tatsächlich auch noch mal sowas wie ein freundschaftlicher Spirit aufkam, war aber, denke ich, den meisten der Mitglieder schon klar, das wird unser letztes Album. Und so riss man sich noch mal am Riemen und legte eine wunderschöne Sammlung von Pop- und Rocksongs vor. Allen voran der wirklich lässige Rocksong Come Together von John Lennon oder auch eine der wunderschönsten George Harrison-Nummern, nicht Something meiner Meinung nach, sondern Here Comes the Sun. Das ist ein Song, den kann ich mir wirklich immer wieder in jeder Gemütsverfassung anhören, der ist einfach wunderschön. Das soll jetzt natürlich Something, die für viele Beatles-Fans schönste Liebesballade der Beatles, nicht schmälern. Und damit haben wir sozusagen schon 3 absolute Beatles-Meisterwerke, die auf diesem Album hier versammelt sind, genannt. Es gibt auch den mysteriösen Song Because, der sehr stark eigentlich nur vom Harmoniegesang der Beatles lebt, auch eine sehr ungewöhnliche Nummer. Und wird auch oftmals zitiert als ganz, ganz wichtiger Schritt der Musikgeschichte und für die Beatles überhaupt. Das Medley oder die Suite, die die ganze B-Seite einnimmt, also eine Folge von unterschiedlichen Songs, die alle ineinander übergehen, ohne Pause. Da dabei der Gassenhauer Carry That Weight oder auch das später von Joe Cocker gecoverte She Came In Through the Bathroom Window. Wenn man es einzeln betrachtet, lauter kurze Einzelsongs, die, wenn man jetzt genau hinhört, sehr skizzenhaft wirken. Also man merkt schon, da waren einfach einige Songs schlichtweg nicht zu Ende komponiert und man entschied sich dann eben dafür, so ein bisschen darüber hinwegzuspielen, indem man die alle aneinander hängte und so eben ein durchgängiges Medley fabrizierte. Für viele ein absoluter Geniestreich. Ich persönlich gebe jetzt offen zu, ich mag einige der Songs, die in diesem Medley enthalten sind, sehr, sehr gerne. Finde es persönlich aber so ein bisschen unbefriedigend, weil, wie gesagt, also für mich klar hörbar ist, dass da einfach einige Songs nicht fertig komponiert sind und da bleibt bei mir immer so ein bisschen der Nachgeschmack, da hätte man mehr draus machen können. Trotzdem Abbey Road, ein grandioses und wichtiges Album in der Beatles-Diskografie. Ja, und somit kommen wir zum vielleicht traurigen Ende. Das zuletzt veröffentlichte Beatles-Album mit dem programmatischen Titel Let It Be. Auch Let It Be entstand im Grunde aus einem Filmprojekt, das lange Zeit dann unvollendet oder unveröffentlicht blieb. Jetzt aktuell gab es eine neue Dokumentation vom berühmten Regisseur Peter Jackson, der sich das Let It Be Filmmaterial nochmal hergenommen hat und daraus eine mehrteilige Dokumentation entwickelte. Der alte Let It Be Film war der Schwanengesang der Beatles. Berühmt geworden ist er durch das oft gezeigte
Konzert auf dem Dach. Hierzu muss man wissen, die Beatles waren seit Jahren nicht mehr live aufgetreten. Im Jahr 1966 hatten sie sich entschieden, dass sie nicht mehr in diesen riesigen Stadien oder überhaupt nicht mehr live auftreten wollten. Sie waren erschöpft von dem Gekreische, von dem schlechten Sound und auch von den einfach an die Substanz gehenden Tourneen rund um die Welt. Für Let It Be entschied man sich mehr oder weniger spontan an einem ungewöhnlichen Ort aufzutreten. Es kursierten, wenn man sich diese Peter Jackson-Dokumentation auch ansieht, viele unausgegorene, spontane Ideen, wo man das machen könnte, irgendwo in der Wüste, in einem griechischen Amphitheater, wo auch immer. Es wurde dann alles ein bisschen kleiner, aber das macht es meiner Meinung nach so genial. Man ging einfach auf das Dach des eigenen Studios in der Abbey Road und spielte die Songs von diesem Album. Ja, dieses Album hat ein bisschen eine Katerstimmung. Es gibt so schlupfige, bisschen nachlässige Rocksongs, die meiner Meinung nach aber ganz, ganz großartig sind und den Spät-60er-Sound schön auf den Punkt bringen. Don't Let Me Down oder auch Ride a Pony oder auch dem wirklich coolen Song I've Got a Feeling, in dem John Lennon und Paul McCartney noch einmal richtig abwechselnd singen, also eine sehr schöne Bandarbeit. Das ganze Album an sich, beziehungsweise die Songs, sind auch sozusagen wieder minimalistisch gehalten. Es geht wirklich darum, die Beatles als Band, die live in einem Studio spielt, einzufangen. Das war jedenfalls der Grundgedanke. Leider wurde das Album dann von Phil Spector ein bisschen zu Tode produziert, der Streicher in einige der Songs hineinmischte und das Ganze so ein bisschen opulenter und mit viel Hall auch ausbaute. Die Beatles selbst waren dann damals auch ein bisschen über das Endprodukt enttäuscht, was komischerweise George Harrison allerdings nicht davon abhielt, sein erstes Soloalbum ebenfalls von Phil Spector produzieren zu lassen. Wer sozusagen die Beatles als wirklich kompetente Rockband hören will, der sollte sich vielleicht Let It Be Naked anhören, wo die Aufnahmen noch einmal ohne die Produktion von Phil Spector, also ganz trocken, noch einmal versammelt worden sind. Ja, ist Let It Be das beste Beatles-Album? Das wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite finde ich, egal ob man jetzt sozusagen die Originalversion von Phil Spector produziert oder Let It Be Naked hört, es wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt. Ja, da sind so ein paar kurze Songs drauf, die man vielleicht vernachlässigen kann, aber insgesamt gibt es auf diesem Album wenig beachtete Beatles-Songs, die aus meiner Sicht aber wundervolle Gitarrensongs sind. So, jetzt habe ich mich fast heiser geredet durch die, aus meiner Sicht, gesamte Studiodiskografie der Beatles. Zu einigen dieser Alben wird es vielleicht auch noch mal ausführlichere Reviews geben. Ich bitte also um Verständnis, wenn ich hier jetzt nicht die Geschichte jedes Albums in epischer Erzählbreite präsentieren konnte und natürlich auch bei weitem nicht auf alle Songs eingehen konnte. Was ist denn jetzt das Fazit meinerseits und wie sieht mein Ranking aus? Und das kommt jetzt noch einmal. Nun, wie jeder Hobby-Rock-Kritiker habe ich es mir nicht einfach gemacht und die Sache wirklich ernst genommen. Alle vorgestellten Alben nochmal vorwärts und rückwärts durchgehört, einem strengen Vergleichsverfahren unterworfen, Listen erstellt und verworfen und wäre beinahe in Verzweiflung geraten und an meiner selbst gesteckten Aufgabe gescheitert. Aber nach schweißtreibenden und schlaflosen 6 Minuten habe ich es dann doch zustande bekommen. Das höchst subjektive und selbstverständlich unumstößliche Ranking der Beatles-Alben. Auf Platz 12 das Debütalbum von 1963, Please Please Me. Das erste Mal, dass die Welt in voller Albumlänge mit den Beatles beglückt wurde. Natürlich ist mir klar, es ist eine Art Urknall der Rockgeschichte, ungefähr so wie Mozarts Zauberflöte oder das Debüt von Elvis Presley. Aber ganz ehrlich, für meine Ohren ist dieses Album auch im Vergleich zu den anderen Alben nicht gut gealtert. Ohne also die Bedeutung dieses Albums schmälern zu wollen,
irgendwo musste die Geschichte der Beatles ja mal anfangen. Für mich Please Please Me auf Platz Nummer 12. Platz 11. Die Beatles for Sale. Das Album aus dem Jahr 1964 ist eine etwas wackelige Angelegenheit mit hohen Höhen, aber eben auch einigen Tiefen und Durchhängern. Auf Platz 10 With the Beatles. Wir kehren zurück ins Jahr 1963, das zweite Album der Pilzköpfe. Ich habe es schon anklingen lassen, ich finde es etwas unterschätzt. Es ist jetzt kein absoluter Höhenflug, aber besser, als es aus meiner Sicht oft dargestellt wird. Platz 9 gebührt A Hard Day's Night. Das erste wirklich rundherum komplette, durchwegs großartige Beatles-Album zum gleichnamigen Film. Unvergessen und weltberühmt der Titelsong mit dem ikonischen Anfangsakkord. Weitere tolle Titel auf diesem Album sind I Should Have Known Better, das romantische And I Love Her, der mitreißende Hit Can't Buy Me Love oder auch die lässige von Lennon gesungene Nummer You Can't Do That. Und überhaupt für Fans von John Lennon ist dieses Album sicherlich ein besonderer Leckerbissen, weil es eben unter den Beatles-Alben besonders Lennon-lastig ist. Auf der 8 das letzte von den Beatles veröffentlichte Studioalbum Let It Be. Ein irgendwie für mich schwierig zu kategorisierendes Album. Auf jeden Fall erwähnenswert das schöne Lennon- und McCartney-Duett, das das Album eröffnet, Two of Us, die Nummer Dig a Pony, das wunderschöne und bekannte Across the Universe, dann natürlich der Titelsong, die leicht Gospel-infizierte McCartney-Ballade Let It Be oder auch der wirklich großartige Song I've Got a Feeling. Außerdem als Rausschmeißer die berühmte Single Get Back. Und ein kleiner Fehler ist mir vorhin auch unterlaufen. Das ebenso großartige Don't Let Me Down ist gar nicht auf diesem Album enthalten, damals nur als Single erschienen. Ja, damit komme ich schon zu Platz 7 und somit Halbzeit in meiner Beatles-Rangliste. Und auf die 7 setze ich mal das Album Help. Irgendwie auch passend zur Beatles-Karriere, weil es ist sozusagen auch in der Mitte ihrer Karriere erschienen. Highlights auf diesem Album für mich zum Beispiel der Titelsong, The Night Before, You've Got to Hide Your Love Away, Harrisons Ballade I Need You. Ja, ich könnte eigentlich die ganze Tracklist des Albums vorlesen, merke ich gerade. Ticket to Ride, auch ein absoluter Klassiker. Und auch ein Anspieltipp ist der weniger bekannte Albumtrack Tell Me What You See. Ja, und dann natürlich der angeblich meistgecovertste Song der Welt, Yesterday. Platz 6, und das wird jetzt einige vielleicht unangenehm überraschen, Abbey Road. Ja, der letzte Spaziergang der Beatles gilt vielen als eines der besten Alben der 60er Jahre oder überhaupt aller Zeiten. Auch ich mag das Album sehr gern, aber für mich nicht ganz oben in der Top-Bewertung. Hauptgrund, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, ist, dass ich kein großer Fan dieses Abbey Road Medleys bin. Trotzdem natürlich grandiose Nummern, unter anderem Come Together, Something, das putzige Octopus's Garden, so eine etwas unterschätzte Nummer, auf der Ringo Starr singt, oder eben George Harrisons Akustik-Pop-Song Here Comes the Sun. Damit komme ich zu meinen Top 5. Abbey Road gerade nicht reingeschafft. Das Album, das es reingeschafft hat, auf der Nummer 5 für mich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, da werden sich jetzt vielleicht auch einige kopfschüttelnd die Schläfen massieren. Ganz klar, das ist ein Meilenstein-Album und ebenfalls für viele eins der besten Alben, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Ohne Zweifel wunderbar produziert, unglaublich einflussreiches Album, eben gerade speziell aufgrund der Produktion der psychedelischen Effekte und eben auch dieses Anspruchs
dass ein Album ein Gesamtkunstwerk sein kann. Von den Songs her gibt es aber eben aus meiner persönlichen Meinung Beatles-Alben, die doch noch um einiges besser sind. Erwähnenswerte Stücke gibt es natürlich eine ganze Handvoll auf Sgt. Pepper's, auch gleich einmal das Titelstück und der Auftakt. With a Little Help from My Friends, weltberühmt geworden, eigentlich in der Coverversion von Joe Cocker. Die Psychedelic-Hymne Lucy in the Sky with Diamonds, McCartneys Old-Time-Nostalgie-Pop When I'm 64, die schmissige Nummer Lovely Rita und nicht als Herzstück, sondern als krönender Abschluss A Day in the Life. Platz Nummer 4 und hier ist in meiner Liste ein Album, das ich über die Jahre immer mehr liebgewonnen habe, Rubber Soul von 1965. Ja, das ist ein Album, was man einfach von vorne nach hinten unglaublich gut anhören kann. Die Songs gehen leicht ins Ohr, sind aber eben auch nicht simpel. Es gibt diese kleinen, sehr netten Arrangement-Ideen der Beatles und von George Martin. Und die Songs funktionieren auch, wenn man sie einfach individuell für sich nimmt, aber eben ergeben auch ein in sich total stimmiges, tolles 60er-Jahre-Album. Highlights Drive My Car, Norwegian Wood, das fantastische Nowhere Man, Lennons lassiv-sarkastische Nummer Girl und George Harrisons fantastischer Song If I Needed Someone. Ja, und was sind jetzt meine 3 absoluten Beatles-Lieblingsalben? Auf Platz 3 und somit die Bronzemedaille für Magical Mystery Tour. Ja, ich gebe zu, wenn man sich dieses Album kritisch anhört, da gibt es auch ein paar Nummern, die jetzt nicht unbedingt alle absolute Meisterwerke sind, aber ich mag die extrem psychedelische und sehr seltsame Atmosphäre, die Magical Mystery Tour eben in Albumform verströmt. Höhepunkte dieses Albums aus meiner Sicht: Titeltrack Magical Mystery Tour, das verträumte The Fool on the Hill, George Harrisons äußerst ungewöhnliche und ja, schon fast ein bisschen unheimliche Nummer Blue Jay Way. Dann natürlich ein weiterer Meilenstein des Psychedelic Rock, I Am the Walrus, sowie die ursprünglich eben als Single erschienenen Tracks Strawberry Fields Forever und Penny Lane haben beide quasi Musikgeschichte geschrieben. Sehr nett finde ich auch den Song Baby You're a Rich Man, der durch das ständige Wiederholen des Refrains einfach ein ziemlicher Ohrwurm ist. Und somit komme ich zu meinem Platz 2 in der Rangliste der Beatles Studioalben. Auf Platz 2 das Weiße Album oder The Beatles. Das wild zusammengewürfelte Sammelsurium unterschiedlichster Songs und Stile. Viele der Tracks fanden ihren Anfang bei dem Meditationsseminar in Indien, das die Beatles besucht hatten. Ein ausuferndes, chaotisches Album, das keinen roten Faden hat und genau deshalb so fasziniert. Beatles-Fans machen immer wieder gerne einen Sport daraus, die Tracklist des Weißen Albums so zusammenzukürzen, dass das perfekte Einzelalbum rauskommen würde. Für mich macht den Reiz dieses Albums aber eben gerade dieses etwas unperfekte Durcheinander aus. Jeder Song, sei er noch so experimentell oder eine scheinbar überflüssige Songskizze, gehört für mich einfach auf dieses Album. Und das Ergebnis des Ganzen ist das vielleicht erste Indie-Rock-Album der Musikgeschichte. Es gibt so viele klasse Songs auf diesem Doppelalbum, dass ich unmöglich jetzt alle meine Lieblingsstücke aufzählen kann, aber einige wären zum Beispiel Dear Prudence, While My Guitar Gently Weeps, Happiness is a Warm Gun, das wunderschöne Blackbird, aber auch absurdere Tracks wie Piggies oder Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Auch eine Entdeckung wert ist die eher im letzten Viertel recht versteckte, leicht psychedelische, melancholische George Harrison-Ballade Long, Long, Long.
Ja, und wenn der Platz 2 erst einmal bekannt ist, ist die Top-Position meist gar nicht mehr so spannend, weil logischerweise nur noch ein Album übrig sein kann. Und das ist in diesem Fall Revolver. Es ist tatsächlich das Beatles-Album, bei dem ich mir letztendlich eingestehen muss, dass es dasjenige ist, das ich dann doch am öftesten höre. Und wenn ich schon bei Rubber Soul sagte, dass man die Songsammlung sowohl als individuelle Tracks als auch als wunderschön in sich geschlossenes, fließendes Album genießen kann, dann gilt das für mich bei Revolver erst recht. Es ist einfach eine Sammlung großartiger Songs, von Taxman über Eleanor Rigby bis zu Got to Get You Into My Life oder Tomorrow Never Knows. Sogar die Songs, die man als ein bisschen schwächer einstufen könnte, gefallen mir auf diesem Album und ich würde keinen einzigen von ihnen auf Revolver missen wollen. Daher mein persönlicher Platz 1. Ja, Murdochs Musikminute Nummer 10 geht zu Ende. Mir hat es Spaß gemacht, mir die Beatles-Alben einfach noch einmal zu Gemüte zu führen, obwohl ich viele von denen wirklich in- und auswendig kenne. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare euer Beatles-Ranking, eure Meinung zu den Beatles-Alben. Ich freue mich generell immer über Feedback und natürlich auch über ein Abonnement. Das sagen auch fast alle YouTuber und es wird immer so ein bisschen gebetsmühlenartig wiederholt. Ich versuche das zu vermeiden, aber an dieser Stelle vielleicht, wenn euch mein Kanal gefällt oder auch wenn ihr einfach nur den Eindruck habt, das ist so schlecht gemacht, dass es einfach humoristischen Wert hat, dann abonniert doch den Kanal. Es kostet nichts. Man muss einfach auf diese kleine Glocke da bei YouTube drücken und ihr werdet einfach benachrichtigt, wenn es von mir, wie ihr wisst, in unregelmäßigen Abständen ein neues Video gibt. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Album-Ranking sein, das ich mache. Ja, und in dem Sinne viel Spaß noch und danke wie immer fürs Zuhören.